1000 Abos, 1000 Dank. Kommt mit auf eine Expedition hinter die Kulissen meiner Sammlung. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, 1000 Abos auf diesem Kanal. Ich kann es kaum glauben. Ich bin unendlich stolz darauf, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt bis zu diesem Zeitpunkt, dass ihr stets mit Interesse zuschaut. Über eure tollen Kommentare freue ich mich jedes Mal. Ich bin gespannt, wie ihr die einzelnen Videos aufnehmt. Ich bin gespannt auf eure Geschichten, auf eure Erzählungen aus euren Kindheitstagen oder eure Ansichten bezüglich des Pico-Materials, und ich sage an dieser Stelle einfach herzlichen Dank. Selbstverständlich möchte ich an dieser Stelle auch allen Personen, die mir und meinen Kanal kleine Geschenke oder auch größere Geschenke haben zukommen lassen, ein herzliches Dank aussprechen. Ohne euch und euer tolles Engagement wären viele Videos nicht möglich gewesen. Viele von euch begleiten diesen Kanal seit den ersten Videos, die ich hochgeladen habe, und viele von euch wissen, worum es in diesem Kanal geht. Wer es noch nicht weiß, dem empfehle ich ein Video diesbezüglich, oben auf das i klicken. Aber noch einmal kurz zusammengefasst, auf diesem Kanal beschäftige ich mich mit Pico Spur N aus DDR-Zeiten und ich baue eine Modellbahnanlage nach, die ich im Heft der Modelleisenbahner von 1969 gefunden habe. Hier hat ein Herr Netto eine Anlage gebaut und die möchte ich mit dem Original von damals möglichst detailgetreu nachbauen, und das, was ich nicht vorfinde, baue ich selbst mit Techniken und Material aus damaligen Zeiten. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass im Laufe meiner Sammlertätigkeit, noch nicht allzu lang, jetzt 2,5 Jahre, hat sich einiges angesammelt, und diesen reichen Schatz möchte ich euch nur einmal vorführen. Ihr seht sonst immer nur die Züge, die Modelle auf der Anlage selbst, aber ihr habt noch nie hinter die Kulissen geschaut, und das möchte ich diesmal mit euch gemeinsam tun, zumindest in groben Ansätzen, denn es ist doch sehr viel und jedes Detail würde vielleicht auch langweilen. Im Hintergrund habt ihr es vielleicht schon gesehen, die Anlage selbst steht auf einer Konstruktion Schreibtisch ähnlich. 2 Schränke links und rechts, in der Mitte ein freier Raum, in dem ich Aufbauten einschieben kann. Hier ein Schubkasten in weiß. Hier sind verschiedene Loks, die ich griffbereit brauche, eingelegt in der obersten Schublade. Das sind alles Loks, Triebwagen etc., alles Pico-Material. In der zweiten Schublade dann das passende Wagenmaterial. Vorne ganz verschieden, Güterwagen, Personenwagen etc. Dann darunter, das ist meine Geschenkekiste, die mir Frank und Thomas aus Dresden zur Verfügung gestellt haben, dankenswerterweise. Hier ist ja noch Material zum Aufarbeiten. Das lagere ich hier unten, immer griffbereit in diesen Schubfächern. Daneben habe ich unter anderem oben liegend mehrere Transit-Geschenkpakete oder Geschenkboxen, Startsets würde man sagen. Diverse Doppelstockwagen hier in den Schachteln. In diesem Aufbau auch eine größere Sammlung an Wagen in originalen Verpackungen, zum Teil auch lose liegend, griffbereit. Die sind geordnet nach verschiedenen Gattungen. Hier beispielsweise die Kesselwagen sind oben im Schubfach Nummer 1. Auch hier V180 beispielsweise liegend, ein altes Modell. Darüber werde ich später auch noch einmal machen, über die frühesten Beginne, über die frühesten Modelle, die ich habe. Dann darunter schön in Schaumstoff eingebettet eine größere Sammlung an Lokomotiven ohne Originalverpackung. Ja, und darunter eben auch noch viel mehr Wagen, hier noch mehr freiliegende Wagen, griffbereit und sortiert nach Gattung. Auch die längeren Wägen habe ich hier, Schienenmaterial kommt gleich noch. Dann darunter eine offene Box, wo ich verschiedene Materialien einsortiere, Gleismaterial, ein Potpourri kann man sagen, Straßenlampen. Dann eben auch kleine Überraschungen wie dieser Kran hier, Hauptsignale, das habe ich euch alles schon einmal gezeigt, aber hier seht ihr es auch mal gebündelt, wie es lagert. Dann noch mehr Signale, Flügelsignale verschiedener Art. Hier das Hauptsignal von Siba, habe ich auch schon vorgestellt einmal. Die werden vielleicht auf einer späteren Erweiterung noch einmal verbaut werden, aber ist eben auch Teil der Sammlung, die gar nicht verarbeitet werden.
Passend zum heutigen Thema empfehle ich euch Musik von Stern-Combo Meißen. Auf der selbstbetitelnden Platte von 1977 gibt es ein Lied, das heißt Der Alte auf der Müllkippe. Was davon nunmehr auf mich und meine Sammlung zutrifft, das ist jedem von euch ganz frei überlassen zu interpretieren. Dann viel Spaß beim Hören. Dann schauen wir uns den rechten Schrank an. Im obersten Schub haben wir einen Teil meiner Bastelmaterialien, Elektronika. Wir haben hier diese wunderbaren Strohhalme, die ich unbedingt brauche aus Plastik, ist ja auch schon eine Seltenheit. Achsblenden zur Reparatur, aber eben auch diese wunderbaren Rührstäbchen, die ich sehr gern zum Basteln benutze. Ein Aufgleiser von Pico, diverse Farben, Acryl, Emailfarben, meine Pinsel. Im darunterliegenden Fach haben wir diese Drehscheibe, auf der ich meine Wagen präsentiere. Verschiedene Kleinteile. Diese Steckverbindung, Original DDR. Dann noch mehr Bastelmaterial. Sehr wichtig, ihr wisst, ich bastel gerne mal Selbstbauten. Habe ich auch schon teilweise gezeigt. Das ist das Material, was mir Thomas Langer aus Nürnberg zur Verfügung gestellt hat. Auch hier wird noch aufgearbeitet, nochmal einen kleinen Blick. Ihr erinnert euch, ein Link zu dem Video oben auf das i klicken, dann kommt ihr hin. Hier ein neues Projekt. Das hat mir Rolf angefertigt. Das sind verschiedene 3D-Drucke. Dazu später auch noch ein eigenes Video. Dann darunter mein Bastelmaterial, meine große Bibliothek an verschiedenen Pappen, Plastika, Metalle, aber eben auch Originalmaterial aus der DDR, diese Lampenfassung. Dann Original Schaumstoffflocken aus der DDR. Hier noch mehr Aufstreu in diesen ehemaligen Schienenkarton. Dann meine große Wunderkiste, verschiedene Bauteile, die ich gebrauchen kann, um auszutauschen. Wagenkästen mit Chassis, ohne Chassis. Dann hier verschiedene Naturmaterialien, die ich einsammle, die ich einlage, meine kleine Bibliothek. Ich bastel sehr gerne damit und ja, brauche ich unbedingt. Dann die nächste darunter liegende Schublade sind H0 Materialien. Ich habe davor nämlich H0 gesammelt, sehr intensiv. Und die Sammlung ist dementsprechend auch groß. Das ist auch ein Teil meiner Sammlung. Feinstes Pico-Material von der Entladebühne. Ganz alte Dinge. Dahmer, Elke. Hier Pico-Materialien. Ganz verschiedene Wagen. Wenn wir dann auf die linke Schubladenseite gehen, im obersten Gefache sehen wir hier Bierdeckel vom VEB Getränkekombinat und andere. Gera. Mein ganzer Stolz, mein Geld. Dann hier Matten etc. Also eine bunte Mischung, auch Loks, die ich noch aufarbeiten möchte, die hier rumliegen, Brückenmaterialien, Fahrdraht etc. Also das ist alles Material, was ich euch noch vielleicht einmal zeigen werde, aber jetzt noch ein grober Überblick. Hier mehrere Trafos, die ich hier einlagere. Diese Original-Birken. Hier der Regeltrafo. Ich liebe diese alte Box, wunderschön. Ich habe noch einige mehr davon. Hier eine Brücke. H0 Zubehör aus der Volksrepublik Polen. Was ganz Feines. Das ehemalige Zigarrenkiste aus der DDR. Meine Selbstbauten im Fahrbereich. LKW, Bagger etc. Eine bunte Mischung. Werde ich dann später noch einmal platzieren. Dann im darunterliegenden Gefach habe ich euch schon gezeigt. Hier die Dieseltankstelle. Kennt ihr. Und eine bunte Sammlung an H0 Wagenmaterial, Prefo, Pico etc. Gützold. Werde ich jetzt hier rausholen. Das sind die ganz alten Materialien. Eine V200. Wunderschönes Modell. Und die Kartons sind ebenso Schmuck und eindrucksvoll. Hier Reisewaggons etc. breit aufgefächert. Ihr kennt es wahrscheinlich. Also ich habe wirklich fleißig gesammelt und ja, man könnte fast sagen, ich habe es übertrieben. Und das ist auch nur ein Teil meiner Sammlung. Andere Geschenk- bzw. Starter-Sets habe ich noch anderwo lagernd. Ja, natürlich Ludmilla. Alle Modelle, diese MAV-Lok, die NoHub H0. Habe ich natürlich auch als Spur N Lok. Diese kleinen Gützold-Flitzer hier habe ich in allen drei Farben.
Also ihr seht, es ist eine gewaltige Sammlung, die auch nunmehr nicht mehr wächst bei H0. Da halte ich mich zurück, weil das reicht jetzt langsam, Platz ist voll. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich euch hier einmal zeigen kann, was ich alles gesammelt habe und dass es etwas anderes auch noch gibt als nur H0. Vielleicht ging es dem einen oder der anderen doch zu schnell, dieser Schweinsgalopp durch meine Sammlung. Es ist ja auch nur ein Teil davon. Wie gesagt, Teile meiner Sammlung sind auch noch eingelagert. Ich habe noch Modelle, Gebäudemodelle, aber eben auch die Kataloge, sowohl in Spur H0 als auch in N. Aber alles möchte ich euch jetzt auch nicht zeigen. Es soll ja auch mehr ein Teaser sein auf vielleicht das, was ich später noch einmal zeigen könnte. Und wenn ihr es möchtet, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wenn euch etwas besonders interessiert, dann nehme ich das auf. Ansonsten sage ich wie immer, es hat mich herzlich gefreut, dass ihr bis jetzt hierhin durchgehalten habt, dass ihr mir treu geblieben seid und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft weiterhin diese tolle Modellbahn-Gemeinschaft aufrechterhalten und uns gegenseitig unterstützen können. Das wäre wirklich eine feine Sache, weil die Freundschaften, die ich auch hier gefunden habe, die digitalen, sind wirklich klasse, man unterstützt sich und das ist etwas Feines, was es zu pflegen gilt. Für dieses Mal sage ich, wie eigentlich immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, auf eure Kommentare ebenso. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich wie stets mit Glück auf und fahrt frei.